Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Weißt du, was ich meine? Von Noura Habib Omer bietet einen faszinierenden Einblick in das Leben einer der erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Dieses Buch geht weit über eine bloße Musikerbiografie hinaus. Es ist das bewegende Memoir einer jungen Frau, die ihre Kindheit im Asylheim verbrachte, zwischen Kulturen aufwuchs und sich trotz aller Widerstände einen festen Platz in der deutschen Gesellschaft und Musikszene erarbeitete. Die Leserinnen und Leser werden Zeugen einer Odyssee, die sowohl geprägt ist von Ausgrenzung und Rassismus, als auch von mutigem Selbstbehauptungswillen. Noura thematisiert nicht nur ihren mühsamen Aufstieg in den Charts, sondern lässt uns tief in ihre Identitätsfindung, familiäre Beziehungen und den Umgang mit gesellschaftlichen Vorurteilen blicken. Ihre Worte sind ehrlich, direkt und manchmal schmerzhaft, aber immer voller Hoffnung sowie dem Wunsch, anderen Mut zu machen. Das Memoir ist nicht nur ein Stück Musikgeschichte, sondern auch ein Spiegelbild unserer pluralen Gesellschaft, mit all ihren Herausforderungen und Chancen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Kindheit im Asylheim und Migrationserfahrung. Noura wuchs als Kind sudanesischer Eltern in einem deutschen Asylheim auf. Sie beschreibt eindrucksvoll, wie prägend der Alltag im Heim war. Die permanente Unsicherheit aufgrund des Flüchtlingsstatus, beengte Lebensverhältnisse und immer wieder das Gefühl, nicht dazuzugehören. Diese Erfahrungen formen ihr Selbstbild, aber auch ihre Resilienz. Noura zeigt auf, wie Kinder von MigrantInnen oftmals früh mit Rassismus und Vorurteilen konfrontiert werden und wie schwer es ist, sich als Bestandteil dieser Gesellschaft zu fühlen. Die Schilderungen ihrer frühen Jahre legen offen, welche Hürden viele junge Menschen mit Migrationsgeschichte in Deutschland überwinden müssen, was das Thema Integration sehr greifbar macht. Zweitens: Identitätsfindung und Selbstakzeptanz. Ein zentrales Thema des Buches ist Nouras Kampf um die eigene Identität. Zwischen zwei Kulturen hin und her gerissen, sieht sie sich ständig mit Fragen nach Herkunft, Zugehörigkeit und Akzeptanz konfrontiert. Sie schildert, wie sie als schwarze Frau sowohl in der Schule als auch im Alltag immer wieder marginalisiert wird. Trotzdem findet sie Wege, sich selbst zu akzeptieren und einen eigenen, selbstbewussten Weg zu gehen. Ihr Memoir bietet somit nicht nur einen Blick auf individuelle Identitätssuche, sondern spricht universelle Themen an. Den Mut, zu sich selbst zu stehen und sich nicht von gesellschaftlichen Erwartungen fremdbestimmen zu lassen. Drittens: Musikalischer Durchbruch und die Bedeutung von Kunst. Die Macht der Musik zieht sich wie ein roter Faden durch Nouras Leben. Ihr Einstieg in die Musikszene erfolgte keinesfalls geradlinig oder ohne Hindernisse. Sie berichtet von ersten Rap-Versuchen, ablehnenden Reaktionen und der ständigen Notwendigkeit, sich als Frau in einer männerdominierten Branche zu behaupten. Noura macht deutlich, welche Möglichkeiten Musik als Ausdrucksmittel bieten kann. Sie verarbeitet persönliche und gesellschaftliche Themen, schafft Raum für Empowerment und lädt zur Auseinandersetzung mit politischen und sozialen Fragen ein. Der Durchbruch trifft sie nicht unvorbereitet, doch die damit einhergehende Aufmerksamkeit und Verantwortung verlangt ihr viel ab. Viertens: Sexismus und Rassismus in der deutschen Gesellschaft. Ein wichtiger Aspekt des Buches ist der offene Umgang mit Sexismus und Rassismus, den Noura hautnah erlebt hat. Sie beschreibt Begegnungen mit offenen Anfeindungen genauso wie subtileren Formen der Diskriminierung in Alltag und Musikgeschäft. Besonders der Umgang mit frauenfeindlichen Kommentaren und rassistischen Vorurteilen zeigt, wie tief verwurzelt solche Muster in der Gesellschaft sind. Dabei bleibt Noura nicht beim Anklagen stehen, sondern fordert zum Nachdenken und Handeln auf. Sie gibt zahlreiches Beispiel, wie Solidarität und Empowerment funktionieren können und betont, wie wichtig es ist, andere zu unterstützen und sich gemeinsam gegen Diskriminierung zu stellen. Schließlich Freundschaft, Familie und Zusammenhalt. Neben ihrer Karriere und den gesellschaftlichen Herausforderungen spielen persönliche Beziehungen eine zentrale Rolle in Nouras Leben und im Buch. Sie beschreibt, wie bedeutsam Freundschaft, Familie und Gemeinschaft sind,
besonders dann, wenn es schwierig wird. Ihre Bindung zu ihrer Mutter, aber auch zu engen Freundinnen in der Jugend geben ihr Halt und Orientierung. Nura betont, dass niemand seinen Weg allein gehen muss, sondern dass Unterstützung und Loyalität wichtige Ressourcen im Leben sind. Das Memoir zeigt, wie lebenswichtig ein verlässliches soziales Netz ist, vor allem bei schwierigen Lebensumständen und öffentlichen Herausforderungen. Zusammenfassend. Weißt du, was ich meine? Ist ein außergewöhnliches Memoir, das weit über die reine Musikbiografie hinausgeht. Es ist ein Buch für all jene, die sich für moderne Gesellschaft, Migration, Identitätsfindung und Empowerment interessieren. Besonders empfehle ich das Buch jungen Menschen mit Migrationshintergrund, Fans deutschsprachiger Rapmusik, aber auch Leserinnen und Leser, die sich für das heutige Deutschland interessieren und verstehen möchten, wie Integration wirklich funktioniert. Der authentische Ton der Autorin, ihre eindrücklichen Erlebnisse und die offene Art, über persönliche Rückschläge zu berichten, machen das Buch zu einer wichtigen Lektüre für unsere Zeit. Wer dieses Buch kauft, erhält nicht nur die Lebensgeschichte einer deutschen Rap-Ikone, sondern viele ehrliche Impulse, sich mit eigenen Vorurteilen und gesellschaftlichen Strukturen auseinanderzusetzen. Im Unterschied zu anderen Musikerbiografien ist Nuras Perspektive einzigartig. Ihre Herkunft, ihr Geschlecht und ihre direkte Art machen das Memoir sowohl unterhaltsam als auch gesellschaftlich relevant. Deshalb lohnt sich die Investition in dieses Buch. Es inspiriert, regt zum Nachdenken an und motiviert, eigene Träume trotz Widrigkeiten zu verfolgen. Wenn Sie unterstützen möchten, Nura Habib Omer, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.